Hey, ich bin Christine und ich versuche mir zusammen mit meinem Partner Markus ein unabhängiges Leben in Schweden aufzubauen. Auch wenn es bei uns beiden finanziell alles andere als rosig aussieht, versuchen wir zumindest an unseren Träumen festzuhalten. Einer davon ist es, den verwilderten Garten in eine märchenhafte Wohlfühloase zu verwandeln. Und heute zeige ich dir, wie wir unseren Rosenpavillon gebaut haben. Vollständig aus recyceltem Material. Denn wir wollen trotz Existenzangst Projekte umsetzen. Das wären die Planken. Die Bretter für die Kisten. Aber noch einmal von vorne. Vom Bau der Plattform habe ich leider nicht viel filmen können, aber so sah es einmal aus. Eine simple Balkenkonstruktion, die Markus auf ein einfaches Fundament aus Kies und Betonsteinen gebaut hat. Das Baumaterial stammt von unserem Nachbarn, der uns netterweise das gesamte Holz einer alten Hütte zur Verfügung stellt, die Markus nach und nach abgebaut hat. Oder immer noch abbaut. Dann kamen die Blumenkästen im Vintage-Look aus einfachen Holzlatten mit dazu. Sie sehen nicht nur schön aus, sondern verdecken auch die Metallschuhe für die Eckpfosten. Die Halterungen haben wir übrigens im Baumarkt gekauft für etwa 8 € das Stück. Und damit das ganze Holz geschützt ist, musste alles noch einmal gestrichen werden. Generell haben wir das Holz mit einer leinölbasierten Grundierung behandelt und anschließend mit einer pigmentierten Holzlasur gestrichen. Die Blumenkästen sollten optisch herausstechen, daher hat Markus sie mit weißer Grundierung vorbereitet und mit weißer Holzfarbe gestrichen. Als Eckpfeiler dienen massive Holzstämme, die Markus so zurechtgesägt hat, dass sie in die Metallschuhe passen. Und die hat er mit der Plattform verschraubt, bevor die Blumenkästen ihren Platz einnehmen konnten. Der ganze Bau hat so viel mehr Zeit in Anspruch genommen als ursprünglich erwartet. Denn obwohl wir meist von Montag bis Samstag durcharbeiten, kommen doch immer Tage dazwischen, an denen alles stillsteht und wir uns mit Behörden auseinandersetzen müssen. Markus ist arbeitslos, steht auf der Warteliste für einen Sprachkurs und ist kontinuierlich auf Jobsuche. Und ich probiere mich als kreative Selbstständige aus, was bisher nicht wirklich von Erfolg gekrönt ist. Unsere Situationen verlangen uns sehr viel Energie ab und wir müssen uns immer wieder darauf besinnen, warum wir diese ständigen Sorgen ums Geld und all die Ängste eigentlich auf uns nehmen. Aller Anfang ist bekanntlich schwer und wir sind gerade dabei, uns auch im wahren Leben ein stabiles Fundament zu bauen. Immerhin steht der Pavillon stabil und so geht es hier nun weiter mit der Dachkonstruktion und naja, ihr seht ja selbst, wie sie entstanden ist.
ein bisschen aufgehen, bevor ich ihn backen kann. Das dauert auch noch ein bisschen. Das ist schon mal Grundgerüst hier so. Ja. Unser kleines Waldkätzchen lernt mehr und mehr, dass sie eine Katze ist. Die klettert nämlich jetzt immer auf den Pavillon bzw. die Pfosten hoch und turnt auf der Dachkonstruktion rum, um ihre Kletterfähigkeiten auszutesten. Kommst du da wieder runter? Geschafft. Kleines Kletterkätzchen. Ich wollte unbedingt Querbalken haben, die ein wenig verspielter aussehen. Und trotz, dass dieses kleine Projekt einen zeitlichen Mehraufwand bedeutete, hat Markus sich die Zeit genommen und geschwungene Linien in die Balken gesägt. Und damit die Querbalken stabil auf den runden Pfosten sitzen, hat Markus Einkerbungen gesägt. Diesem ganzen Bauprojekt liegt zwar ein Grundplan zugrunde, doch die eigentliche Ausführung kommt mit dem Prozess. Wir müssen ständig umdenken und neue Lösungen finden, da oft doch nicht alles so passt wie ursprünglich geplant. Markus hat kein Problem damit. Ich jedoch komme mental an meine Grenzen, auch wenn ich gar nicht aktiv in den Bauprozess integriert bin. Doch meine detailliert autistische Wahrnehmung hat eben große Probleme damit, wenn Dinge nicht so laufen wie geplant und wenn die vermeintlichen Kleinigkeiten nicht stimmig sind. Details sind wichtig für mich, denn sie erzeugen eine Harmonie im Gesamtbild. Stimmt etwas nicht, fällt es mir sofort auf, ohne dass ich etwas daran ändern könnte. Und das ist wohl der Hauptgrund, warum man uns nie zusammenarbeiten sieht.
Kannst du noch mal dieses wunderbare Gerät zeigen, was du da jetzt gebaut hast? Ja, ein langer Stift, nur um zu helfen ist. Ja. Ja, was ist das? Ja, das Stadtleben ist wirklich schlimm. Ja. Das ist wunderbar hier. Ja, professionelles Werkzeug. Genau. Ich muss das jetzt anmalen. Ja, ich mal versuchen, wie es geht. Diese Magic Bits. Gucken jetzt hier beachten und dass das dann aneinander passt. Direkt. Okay, also quasi beide irgendwie. Also hier so dran, runter, hoch und dann hier. Ungefähr nehmen kann. Ja, gut. Okay. Das ist schon. Ah, der Fahrstuhl nach unten. Jetzt fällt wieder hoch. Ja. Guck mal, also weil es könnte dann Eigentlich müsste das ja unten so glatt sein, dass nicht diese Parade rüber. irgendwie auch so hoch sein, wie die Erde halt geht, damit der Balken schützt ist. Ja.
Hallo. Na, wie läuft es da so? Ja, es läuft, aber etwas mühsam. Ja, Ja, es funktioniert. sehr schön. Ja. Okay. Noch eine Runden. So gegen die Bäume. Nicht. Ich muss nur einen Stups geben. Oh nein, ein Nagel oben vergessen. Nein! Nochmal hoch. Da hängt noch einer. Ah. Holprig. Ja. Erschwerte Bedingungen. Sehr schön. Und wie funktioniert es so mit der Farbe? Ja, bis jetzt ganz gut. Ja, also das alten Teil abschleifen. Ja, jetzt bekommt es einen neuen Anstrich. Mhm. Ja, einen schönen farbigen Schwarz. Ah, Ja. ja. Weiter am Abschleifen und streichen. Die Kosten für die Farbe waren definitiv die teuersten Investitionen. Mit ca. 200 € kommen wir schon auf einen Preis für einen einfachen Pavillon aus Metall. Doch hier stand das Selbermachen und das Lernen im Vordergrund. Markus hat sich mit diesem DIY-Projekt Markus hat sich mit diesem DIY-Projekt selbst verwirklicht und solche Ergebnisse sind wichtig für ihn, damit mein Reich auch langsam zu seinem Zuhause werden kann. Ja, Hat eine sehr schöne Aussicht. ja, zu so später Stunde noch da oben auf dem Dach. Ja, das muss fertig werden.
Bist du bereit? Ach ja, und was auch noch Zeit in Anspruch nimmt, sind die ganzen Mini-Projekte, die Markus noch so nebenbei umsetzt. Zum Beispiel das Dach für die Luftwärmepumpe oder die Feuerstelle, die du hier im Garten sehen kannst. Das Meisterwerk ist vollbracht. Markus hat heute den letzten Feinschliff an unserem Do-it-yourself-Pavillon gemacht. Jetzt ist er fertig. Zumindest der bautechnische Teil. Jetzt geht es an die Dekoration. Das wird aber noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ich habe Lichterketten bestellt, die werden die nächsten Tage kommen. Und dann wollen wir auch noch Vorhänge, wetterfeste Outdoor-Vorhänge aufhängen, damit wir das Ganze ein bisschen blickgeschützter machen können. Aber ich denke, das wird dann erst nächstes Jahr was. Ich bin auf jeden Fall super happy, dass das jetzt geschafft ist. Ja, wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr gerne ein Like da lassen oder auch ein Abo. Ihr wisst ja, wie das geht. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ja, ich wollte mich auch noch mal kurz melden oder zumindest mal Hallo sagen. Ja, und ja, was ich sagen soll. Tschüss. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.